Wir melden uns mit unserem versprochenen Hörtest unserer Sennheiser Kopfhörer wieder zurück. Hier liegen die zwei schönen Stücke, der HD 800S und der HD 820. Ja, vom HD 820 haben wir schon ja ausführlich Hörtest und Technik in unserem Podcast. Genau. Aber was wir uns noch geleistet haben zu dem HD 800S, wie wir den gekauft haben, das ist hier der Kopfhörerverstärker von Sennheiser, der HDV 820. Ja, dieses Goldstück. Wir werden wahrscheinlich ein extra Podcast über diesen Kopfhörervorverstärker machen. Lasst uns wissen, wenn euch das interessiert. Ja, schreibt uns einen Kommentar rein. Und wichtig ist, dass er ja symmetrische und unsymmetrische Anschluss der Kopfhörer unterstützt, also balanced und unbalanced. Wir haben alles unsymmetrisch unbalanced gemacht, weil wir unsere früheren Tests mit dem 820 auch Yamaha, gemacht haben, um dann auch rückwärts vergleichen zu können. Genau. Ja, was wir auch und die Technik vielleicht, wir blenden euch kurz mal die technische Spezifikation ein, aber wir werden jetzt da nicht drauf eingehen. Hier seht ihr nochmal ein frühes Modell. Ja, ein Röhrenkopfhörerverstärker, den wir auch getestet haben, aber für den machen wir vielleicht mal einen extra Test. Lasst uns auch das wissen, wenn es euch interessiert. Genau. Wichtig ist ja, dass Kopfhörerimpedanz und Verstärker, Ausgangsimpedanz gut aufeinander gematcht sind. Und das ist natürlich hier mit dem Sennheiser ideal. Das ist auch der Nachteil dieser eisenlosen Röhrenkopfhörerverstärker. Ein Kopfhörerverstärker mit Übertrager scheidet ohnehin aus, weil er vom Frequenzgang zu schlecht wäre. Und der eisenlose hat den Nachteil, dass er jetzt der Innenwiderstand, der dynamische Innenwiderstand des Verstärkers, der den Kopfhörer bedämpfen soll, der soll möglichst gering sein. Am besten natürlich 0, aber das kann man natürlich physikalisch nicht erreichen. Und das ist bei einem Röhrenvorverstärker nicht der Fall vom Prinzip her. Aber wie gesagt, da werden wir mal eine extra Podcast machen. Genau. Was wir getan haben bei unserem, wir wollten ja heute vergleichen, den 800S, den offenen, und den 820, den geschlossenen Hörer. Die Einstellungen an dem HDV haben wir für jeden Kopfhörer gleich gelassen und gewählt, sodass wir eine echte Vergleichbarkeit haben zwischen den beiden Hörern. So ist es. Ja, und unsere Liste der Hörbeispiele, das seht ihr unten in den Anmerkungen, die ist jetzt etwas länger geworden als das letzte Mal beim 820. Im Prinzip dieselben Genres, von Pop, Rock, Jazz bis Klassik, aber erweitert dahingehend, weil wir jetzt auch zwei Kopfhörer unterschiedlicher Bauart zu testen hatten, haben wir auch mehr Hörbeispiele von den einzelnen Sparten gewählt. Ja, und dann legen wir mal los. Ich fange mal an, was so mein Eindruck war. Ja, eines möchte ich noch ergänzen, was mir gerade einfällt. Wir haben das ja wieder von der CD aus gemacht. Wie wir schon mehrfach auch betont haben, ist das für den Heimbereich das beste Wiedergabemedium, wenn auch die Schallplattenfreaks das immer behaupten. Die CDs in fast allen Parametern der haushoch überlegen der Schallplatte.
sei es der Störabstand, sei es die Kanaltrennung, sei es der Gleichlauf. Wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, gibt es einen extra Podcast bei dem CD-Jubiläum. Was noch wichtig ist vielleicht vorab, darum steht auch hier ein Notebook. Man kann natürlich jetzt mit diesem exzellenten Vorverstärker direkt digital gibt es eine Software dazu. Man kann jetzt direkt dann in den Verstärker digital reingehen. Das heißt also, man kann dann jetzt im Streaming-Betrieb auch Quellen laden, die höhere Abtastraten als die CD haben. Aber da das nicht sehr gebräuchlich ist im Moment, werden wir das auch nicht tun und werden das auch nicht testen. Also uns genügt die tolle CD-Qualität. Und wie gesagt, schaut in den Podcast, den wir über die CD gemacht haben, rein, wie exzellent dieses Medium ist. Und nicht datenreduziert. Also es ist halt immer so, man wird die CD erst zu schätzen wissen, wenn es es nicht mehr gibt. Das ist bei vielen Technologien so. Und man muss natürlich sagen, das Einzige, was die CD schlägt, ist der Originalklang und auf den werden wir auch noch eingehen. Genau, und das haben wir auch das letzte Mal ja schon erläutert, dass immer der Vergleich zum Originalklang eigentlich das Wesentliche ist, um den Kopfhörer und den Kopfhörervorverstärker zu beurteilen. Ja, ich habe etliche Stunden damit verbracht, die Hörbeispielliste abzuhören oder zu arbeiten. Nein, arbeiten, es war Vergnügen. Aber auch Vergnügen ab und an. Ne? Nein, es war meistens Vergnügen. Ja. Okay, gut. Ja, ich fange mal an mit Jazz, weil das hat mich sehr verblüfft. Beim Jazz, vor allen Dingen, wenn es Aufnahmen sind wie Louis Armstrong oder so mit Trompete oder auch Saxophonaufnahmen, also mit Blasinstrumenten, dann ist der Klang beim offenen Kopfhörer, beim 800S, sehr weich und angenehm, während beim HD 820, auf den ich ja eigentlich immer benutze, die ganze Zeit, war das so ein scharfer Klang, weil der mehr Höhen hat. Und das ist dann oft, also mir geht es so, dass es dann oft bei der Trompete, wenn der Louis so richtig reinbläst in seine Trompete, unangenehm wird. Also da war mir der offene Kopfhörer wesentlich angenehmer. Was uns beide, denke ich, verblüfft hat, waren die Bässe. Da als Beispiel mal, wir haben ja auch das letzte Mal schon Rammstein gehabt in unseren Tests, weil die ganz ausgezeichnete Bässe in ihren Aufnahmen haben. Und da hatte auch der offene Kopfhörer mehr Bässe als der geschlossene. Und das hat uns doch verblüfft. Ja, das hat uns sehr verblüfft, weil ja eigentlich von der Physik her ist es ja so, dass der offene Kopfhörer ja das Problem haben könnte, dass jetzt die Schallwellen, die jetzt vom Ohr abgewandt nach außen abgestrahlt werden, natürlich nach vorne kommen könnten und dann jetzt dazu führen können, dass jetzt die Basswiedergabe verschlechtert wird. Man spricht dabei von einem akustischen Kurzschluss. Bei einer Lautsprecherbox ist ja immer darauf Wert gelegt, dass jetzt die Schallwand, die Box geschlossen ist und nicht jetzt die Schallwellen von der Membranrückseite auf die Vorderseite kommen können. Aber man muss natürlich sagen, hier sind die Abmessungen so, dass der Hörer ja ganz nah am Ohr getragen wird, sodass das anscheinend keine Rolle spielt. Dazu kommt ja auch, dass die Pads ja das auch etwas abdichten, sodass das also tatsächlich im Höreindruck
keine Rolle spielt. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Also das war für uns wirklich überraschend. Aber das liegt natürlich an der ganzen Konstruktion des Hörers. Ne? Ja, richtig. Ja, im Klassikbereich muss ich sagen, gefällt mir jetzt der 820 besser als der 800S, weil er einfach mehr Höhen hat und das mir im Klassikbereich einen transparenteren Eindruck der Musik vermittelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Soll ich jetzt was dazu sagen? Ja. Also der Chefentwickler bei Sennheiser, der frühere muss man sagen, der inzwischen Sennheiser verlassen, der Axel Krell, hat bei einer Konferenz in New York, wo er jetzt vorgestellt hat, Kopfhörerentwicklung, wie er den 800S, den 800 und den 800S entwickelt hat, und er hat ja einiges aus dem Nähkästchen geplaudert. Und eine Geschichte ist, die er dann auch sagt, also wenn das persönliche Empfinden, nicht, wie einem Kopfhörer gefällt, es gibt auch Unterschiede, wie Männer und Frauen, Frauen und Männer das beurteilen. Also ich nehme ein Beispiel auch beim Temperaturverhalten. Ne? Das ist so, dass ja die Frauen frieren gleich. Die Frauen frieren früher als die Männer. Und so ist es anscheinend physiologisch auch so, dass Frauen mehr Höhen bevorzugen und Männer mehr Bässe. Und auf uns beide jedenfalls trifft zu. Mir sind diese Höhen vom 820 zu viel des Guten, es ist nicht unangenehm, intensiv, ne? Aber ich finde den 800S, man darf nicht ausgewogen, für mich, für dich, ich empfinde ihn als noch angenehmer. Ja, aber deswegen kann man, denke ich, auch nicht sagen, der eine ist besser als der andere, es ist immer das individuelle Hörverhalten. Ne? Ja, und was wir jetzt bei unseren Musikbeispielen, was uns besonders gefreut hat, wir haben von euch, die uns auch folgen auf unserem Kanal, einige Anregungen bekommen für Hörbeispiele, und die haben wir natürlich gern aufgenommen. Und da war eines dabei, das war der Astor Piazzolla, ein Tango von ihm, ein argentinischer Tango. Das gefällt uns sowieso sehr gut, die Tango-Musik. Und da hat sich gezeigt, Tango, er spielt ja das sehr akzentuierter Rhythmus, und er spielt es mit dem Orchester, Geige, Akkordeon und Piano als Soloinstrumente, und die waren wieder sehr gut ortbar. Da hat sich auch wieder das gezeigt, was wir das letzte Mal schon erzählt haben. Wenn es kleine Ensembles sind, dann kann man sehr gut diese einzelnen Instrumente orten. Und Tango zeichnet sich einfach auch aus durch diesen scharfen Rhythmus und die Generalpausen in dem Stück. Das hat man bei beiden Kopfhörern sehr gut gehört. Und das andere war eine ganz andere Empfehlung aus dem Klassikbereich. Das war von Schubert, das Klaviertrio, S-Dur, Köchelverzeichnis. Mozart. Schubert, Deutschverzeichnis 929, der zweite Satz, das Andante con moto. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es ist verwendet von Stanley Kubrick in seinem Film Barry Lyndon. Und da haben wir das auch schon gehört, haben es aber nicht als Hörbeispiel so realisiert. Das ist uns dann erst, als wir die Empfehlung von euch bekommen haben, haben wir es uns genau angehört. Und man muss sagen, also auch ohne die Bilder von Kubrick, die meiner Meinung nach genial sind, die er da hat,
wirkt dieser zweite Satz des Trios, ist ganz nah an einem Tran, sehr immersiv, diese 3 Instrumente sehr intim durch den Kopfhörer. Und ich habe festgestellt, so der richtige Gänsehauteffekt, der entsteht eigentlich nur, wenn ich den Kopfhörer auf habe. Und da ist es egal, ob es jetzt der 820 oder der 800er ist, wobei, wie gesagt, ich eher mit den Höhen zu dem 820er tendiere. Aber das ist wirklich, geht sehr unter die Haut. Ich weiß nicht, viele von euch kennen vielleicht den Trend im Moment auch, oder der schon länger da ist in YouTube, mit ASMR-Videos, die ja damit mit dem Effekt spielen, ja. Dass man über Kopfhörer bestimmte Situationen erlebt, wenn einem jemand was ins Ohr flüstert oder wenn Musik im Ohr ganz präsent, immersiv ist. Und ja, da bei dem Schubert Klaviertrio ging es mir ähnlich. Ja, eines vielleicht fällt mir jetzt gerade ein, weil du jetzt von Videos gesprochen hast und von Stanley Kubrick, was wir auch festgestellt haben bei unseren Tests. Man muss sich davor hüten, jetzt einen Vergleich zu machen zwischen nur Ton und dann nimmt man ein Video und vergleicht das. Da kommen ganz andere Resultate zustande. Das heißt, wenn man einen Tonvergleich macht, dann bitte ohne Bild, weil das Bild plötzlich das ganz anders erscheinen lässt. Ne? Ich bin da selber drauf hereingefallen. Wenn ich die Musiker dazu gesehen habe, dann habe ich das anders beurteilt, wie wenn ich nur die Schallplattenaufnahme oder die CD-Aufnahme gehört habe. Ne? Also ich denke, das ist ja auch der Effekt, den die Filmmusik nutzt. Genau. Dass ich Bilder untermale und dadurch den Bildeindruck verstärke, und eigentlich wirkt manche Filmmusik, wenn man hört, im Radio, dann sagt man, mein Gott, das ist so langweilig. Aber wenn das Bild dabei ist, dann hat es einen ganz anderen Eindruck, weil das Bild einfach, die Sinne, also es sind 2 Sinne halt beteiligt, schlicht und einfach. Ja, und der eine beeinflusst dann die Empfindung vom anderen. Richtig. Ja, das ist so. Und das gilt auch für die Ortbarkeit. Also ein Tipp vielleicht noch, wenn man Hörvergleiche macht, dann sollte man die ohne Bild machen, weil halt, wenn ihr das macht, ist es halt so, dass der Bildeindruck sich auch auf die Empfindung des Tons auswirkt. Das heißt also, ich bin da selber schon drauf reingefallen. Ich habe jetzt was, wo ich ein Video dazu hatte, besser beurteilt, als wenn ich nur die CD-Aufnahme gehört habe. Wenn ich jetzt vom Video jetzt nur den Ton gehört habe, dann hat es plötzlich anders ausgeschaut. Und das ist auch so mit der Ortbarkeit, wenn es um räumliche Ortung geht, dann ist auch die Gefahr, wenn man jetzt ein Videoprojektor oder einen großen Flat-Panel-Bildschirm hat, wo jetzt die Interpreten abgebildet sind, dann ist es so, dass man dann denkt, wenn man jetzt den Solo-Geiger anschaut, das kommt genau aus der Stelle, aber im Prinzip hat man auf das Bild gesehen und hat dann quasi angenommen, ja, das kann ja nur daher kommen. Das heißt also auch, wenn ihr die räumliche Ordnung beurteilen wollt, bitte immer ohne Bild, am besten noch im dunklen Raum, weil dann wird man durch nichts abgelenkt. Ne? Ja, gut. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Ja, die Tipps, die wir noch bekommen haben, die sind japanisch. Das war einmal der Joe Hisaishi. Ich sage einfach Joe, er schreibt sich J-O-E. Ich weiß nicht, ob es da japanische Aussprache gibt. Er
macht viel selber mit Piano und großem Orchester. Da muss man sagen, ja, da hat sich wieder gezeigt, wie bei dem Symphonieorchester, das, was wir auch das letzte Mal schon gesagt haben, dass da halt die Ortung schwierig ist und dass die Stereobasis halt nicht so ist wie bei Lautsprecherwiedergabe. So ist es. Und das zweite war interessant, das war der Ryuichi Sakamoto. Also das war jetzt bestimmt komplett falsch, deswegen sage ich jetzt dann Sakamoto-san. Mhm. Ja. Ja, Sakamoto-san ist ein Filmmusiker vor allen Dingen auch. Also er hat viel Filmmusik geschrieben, er hat andere Dinge natürlich auch geschrieben. Leider ist er dieses Jahr verstorben, aber er hat zum Beispiel die Filmmusik für den Bernardo Bertolucci Himmel über der Wüste 1990 geschrieben und auch für Volker Schlöndorff die Geschichte der Dienerin 1990, der basiert ja auf dem Roman von der Margaret Atwood, Reportermarkt. Und er hat auch die Filmmusik für Den letzten Kaiser geschrieben, das war 1987, den hat auch Bernardo Bertolucci verfilmt und dafür hat er auch den Oscar bekommen mit seinem Kollegen David Byrne. Und was besonders interessant ist, der David Byrne hat die asiatisch anmutenden Sequenzen in der Filmmusik geschrieben und der Sakamoto-san hat die klassischen europäischen geschrieben. Ja, und dafür haben die beide den Oscar bekommen. Aber Filmmusik ist auch Musik mit großem Orchester und da hat sich halt das auch gezeigt, wie schwierig das ist, da eine Ortbarkeit und Stereobasis über den Kopfhörer herzubekommen. Wenn man kein Bild dazu sieht, ne? Wenn man kein Bild dazu sieht, genau. Ich habe mir natürlich auch den letzten Kaiser angesehen und wenn man das Bild dazu hat, dann schaut, dann hört sich das natürlich dann hört auch sich ganz das anders an. Ne? Gut. Ja, und dann, nachdem wir aus Bayern sind, haben wir uns gedacht, da muss auch was Bayerisches her. Ne? Ja, unbedingt. Ja. Und außerdem liegt es ja im Trend. Wir hatten ja das letzte Mal, du hast es ja erzählt, diesen Titel von Rammstein. Wenn du nicht willst, dann sage ich es halt nicht. In dem neuen Album Zeit gibt es ja den Titel Dicke Dicken. Genau. Und die geht mit richtiger Volksmusik an, also nicht volkstümliche, sondern richtig gehende Volksmusik. Und das Beispiel, das du dir angehört hast, genau. war der Dwambert Gust. Genau. Und das müssen wir übersetzen. Der dicke Gustav. Der vollschlanke Gustav. Ach, der vollschlanke Gustav. Ne, wollen wir so sagen. Ne? Gut. Und was man vielleicht dazu sagen muss, also was ein Zwiefacher ist. Ne? Für dich, ne, wenn du selber ein Instrument spielst, das ist der Zwiefache heißt so zweifach, weil er aus Dreier- und Vierertakt besteht und einen Taktwechsel gibt und das ist nicht ganz einfach, sowohl beim Tanzen als auch natürlich beim Spielen. Ja. Und dein Resultat von Super. Gut ortbare Blasinstrumente und also wie gesagt, wir haben dann angehört von der Schrobenhausener altbayerischen Blaskapelle und das war wunderbar in beiden Kopfhörern, weil die Blaskapelle, auch das, was ich für Jazz gesagt habe, in der Blaskapelle kommt ja nie so in der Volksmusik, in der richtigen, so Trompeten-Solo vor, wie jetzt beim Louis Armstrong im Jazz oder so, sondern das ist ja eher alles ein Ensemble, das das spielt. Ja, also das war, danke nochmal für die Tipps und wenn ihr weitere Tipps für uns habt, dann schreibt uns das gerne in den Kommentar. Das gibt immer wieder neue Einblicke, nicht nur in die Hörvergleiche, sondern auch für uns. Genau. Können wir unseren Horizont erweitern. So ist es. Ja, und
wir haben es ja schon angesprochen, Originalklang ist für uns auch ganz wichtig. Ja, das war für dich auch ganz wichtig beim Text. Ja, Text, also ne? wenn man auf das uralte Bezeichnung Hi-Fi, eigentlich die Amerikaner sagen Hi-Fi, aber bei uns hat sich halt Hi-Fi eingebürgert. High Fidelity, hohe Wiedergabetreue soll das hier heißen. Das heißt also, es soll sagen, wie die Originalquelle wiedergegeben wird. Sie soll nicht verändert werden, sondern sie soll so klingen, wie sie im Original geklungen hat. Und deswegen haben wir einen Versuch gemacht, schon mehrfach, aber jetzt wieder, unmittelbar nach einem Konzertbesuch. Also wir haben da Beethovens Symphonie Nummer 7 uns angehört mit der Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von dem Antonello Manacorta. Und wir haben dieselbe 7. Symphonie von Beethoven auch als Aufnahme auf CD. Und da wollte man nur gleich nach dem Konzert, wenn man sich das auf den Kopfhörern anhört, wie der Eindruck ist. Dann muss man sagen, also die Wiedergabe bezüglich Frequenzgang und Dynamik ist schon sehr gut, aber der Raumeindruck, da es ja eine Stereoaufnahme für Lautsprecherwiedergabe ist, über Kopfhörer lässt noch viel Raum für Verbesserung, wollen wir es mal so sagen. Ja. Und die Verbesserung kann nicht im Kopfhörer erfolgen, sondern die muss natürlich im ganzen Aufnahmestandard basieren. Und es wird ja sowohl bei Dolby als auch in der Miterfinder von MP3 arbeitet mit seiner neu gegründeten Entwicklungsgesellschaft auch an dieser Sache. Ne? Ja, aber dabei habe ich auch nochmal beide Kopfhörer verglichen, jetzt unabhängig vom Raumeindruck, nicht den, was ich jetzt gerade erzählt habe, zum Original. Und die beiden Kopfhörer, da ist es so, dass der 800S, was wir schon vorher gesagt haben, habe ich auch wieder den Eindruck, weniger Höhen, aber sehr warme Bässe. Und der 820 hat mehr Höhen, hat aber auch sehr schöne warme Bässe. Das heißt also, ist dann der 820 für Frauen, oder? Ja, kann man so nicht sagen, aber ich wollte noch was zum Originalklang sagen. Was wir ja auch tun, weil wir haben ja vorhin über Bild und Ton gesprochen. Ja. Also wir machen auch Folgendes, wenn wir im Konzert sind, dass wir auch mal die Augen zumachen, weil sonst hätten wir ja den Effekt, wenn man das ganze Orchester sieht und den Dirigenten, wie er agiert, dann ist das natürlich viel toller wie jeder Kopfhörer zu Hause. Ja, und man schaut dann den Solisten an. Genau. Und dann, klar, kommt der Ton da aus. Aber das Entscheidende ist, wie gesagt, mit geschlossenen Augen, dann kann man die räumliche Auflösung. Genau. Ja, Fazit, du hast ja, ist das ein Frauenkopfhörer? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Was ist unser Fazit? Ja, fang du an. Ja, okay. Also, ehrlich gesagt, es ist sehr, sehr schwer. Beide Kopfhörer sind sehr gut. Also Referenzkopfhörer kann man wirklich sagen. Referenzkopfhörer. Ja. Und wie gesagt, bei mir ist es so, ich habe einen, das ist der offene, den setze ich auf, wenn ich Rock, Pop und Jazz höre. Und den hier ganz klar bei Klassik. Und weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich so, dass du den offenen grundsätzlich bevorzugst? Ja, wenn ich dich nicht störe dabei, ne, weil halt das Problem ist, dass er halt doch offen ist. Schall abgibt nach außen. Sehr vernehmlich im Raum ist, vor allem wenn der im Raum ganz still ist. Aber wenn man das jetzt nicht wichtig ist, dann arbeite ich lieber mit dem
mit dem 800S. Und ich habe den auch am Notebook dran, mit einem Kopfhörerverstärker dazwischen. Und bin immer begeistert. Ja, das höre ich immer. Das hörst du, ja. Wenn du wieder unterwegs bist beim Hören. Aber du hast es ja angesprochen, der Einsatz ist natürlich auch entscheidend. Wenn ihr viel Musik hört in Räumen, wo andere Personen sind, die nicht gestört werden sollen, dann ist ganz klar der Geschlossene der Favorit. Und für die, die Piano spielen, da ist es natürlich so, da habe ich den geschlossenen dran, weil diese ganze Übephase, bis man ein Musikstück so weit kann, dass das wirklich nach was klingt, wenn man es vorspielt, wenn man jeden Takt, ich weiß nicht, eine Stunde lang vor sich hin probiert und überlegt und wie macht man das, dann ist es natürlich äußerst lästig, wenn über einen offenen Kopfhörer der Partner oder die Leute, die mit euch im Raum sind, das mit ertragen muss. Die möchten dann auch gar nicht mehr hören, wenn man das Stück nur kann. Ja. Hättest noch dazu sagen müssen, wenn es ein elektronisches Instrument ist, weil genau, am akustischen, da ist da sowieso... suchst du die Buchse vergeblich. Genau, und das ist sowieso offen in der Beziehung. Genau. Ja, dann bleibt uns... Ja, da bleibt uns halt, dass ihr uns ein Like gibt und dass euch das gefallen hat natürlich, unser Podcast. Genau. Und noch besser wäre natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr dann keinen Podcast verpasst. Genau. Und wie gesagt, für Anregungen sind wir dankbar. Schreibt uns in die Kommentare, ob es euch gefällt oder welche Anregungen ihr für oder was uns ihr habt gern wissen und was möchtet. ihr gern wissen möchtet. Und dann schauen wir mal, was wir im nächsten Podcast, wenn es ums Hören, ums Kopfhörer testen geht, um Verstärker, was wir dann da tun. Okay, gut. Gut, dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal.